Hallo meine Freunde, hola Madridistas, Traumpass von Arda Güler und Traumtor von Kylian Mbappé. Wie oft haben wir das in dieser Saison schon gesagt? Der einzige Unterschied, diesmal haben sie nicht im gleichen Team gespielt. Ja, Arda Güler führt die Türkei mit einem Pass, der in ein Museum gehört, in das Finale der WM-Quali. Und Kylian Mbappé beweist gestern im Spiel gegen Brasilien, dass er anscheinend wirklich wieder bei 100% ist. Ja, was da alles gestern passiert ist, welche Spiele heute auf uns zukommen, was unsere Nationalspieler in der Zukunft vor der Brust haben, darüber reden wir natürlich in diesem Video. Dann schauen wir uns aber auch an, was passiert eigentlich gerade in Madrid, denn Álvaro Arbeloa scheint im Vergleich zu Xabi Alonso auch in der Länderspielpause etwas geändert zu haben. Und zu guter Letzt ein Thema, das ich gestern mit euch schon besprechen wollte, aber heute haben wir die Zeit dafür. Rodri bietet sich bei Real Madrid an. Diese Aussagen, die der Spieler von Manchester City gemacht hat, die wirst du nicht glauben. Also, es wird auf jeden Fall ein interessantes Video. Viel Spaß dabei. Was war das bitte für ein Pass von Arda Güler? Der Junge ist verrückt. Wie kann dir ein Spieler, der vor 2 Wochen ein 70-Meter-Tor gemacht haben, auch noch die Qualitäten haben, dir so einen Pass zu spielen? Also, und wenn man bedenkt, das ist das wichtigste Spiel in seiner Karriere gewesen. Das ist das wichtigste Spiel der Türkei der letzten 20 Jahre. Der Druck lag auf seinen Schultern. Und in so einem Spiel so abzuliefern, dieser Junge, viele unterschätzen ihn noch und viele werden sich wundern, was dieser Junge in seiner Karriere erreichen wird. Ja, bevor wir nur auf Arda Güler eingehen oder auf Kylian Mbappé etc., möchte ich euch erst einmal die Ergebnisse der WM-Quali von gestern zeigen. Wie ihr seht, Türkei gewinnt gegen Rumänien 1:0, Tschechien gewinnt im Elfmeterschießen gegen Irland, Dänemark gewinnt gegen Nordmazedonien 4:0, Italien gegen Nordirland 2:0, Polen macht eine kleine Remontada, gewinnt 2:1 gegen Albanien, die Slowakei fliegt gegen Kosovo raus, große Überraschung, Kosovo gewinnt 4:3 in der Slowakei. Schweden gewinnt in der Ukraine, ja, darüber müssen wir auch gleich kurz reden. Und Wales verliert im Elfmeterschießen gegen Bosnien-Herzegowina. Ja, somit sind das hier die 4 Endspiele für die WM-Qualifikation. Bosnien zu Hause gegen Italien, Schweden gegen Polen, der Kosovo gegen die Türkei und die Tschechische Republik gegen Dänemark. Die Sieger von diesen 4 Spielen fahren zur WM. Ich drücke natürlich, wenn ich diese Mannschaften anschaue, vor allem der Türkei die Daumen, weil Arda Güler da ist. Ja, ein Andrei Lunin kann es leider nicht mehr schaffen. Er war nicht nominiert. Schweden gewinnt, aber hochverdient in der Ukraine. Ob ein Andrei Lunin daran hätte etwas ändern können, das werden wir nie erfahren. Tut mir leid. Ein Spieler, der es leider nicht zur WM schafft von Real Madrid. Ja, aber gestern war dann auch noch das berühmte Freundschaftsspiel, was wir gestern im Live-Watch-Along auch geschaut haben. Brasilien gegen Frankreich. Und Frankreich gewinnt mit 2:1, obwohl sie 40 Minuten in Unterzahl gespielt haben. Upamecano hat mal wieder Upamecano-Sachen gemacht und sich eine rote Karte abgeholt. Vielleicht macht er das gegen Madrid auch, wäre nett. Naja, wie dem auch sei, Frankreich, die klar bessere Mannschaft. Aber ganz ehrlich, die Aufstellung von Frankreich kann einen erschrecken. Wenn du dann Mbappé rumrennen hast, wenn du dann Olysée rumrennen hast, wenn du dann Dembélé rumrennen hast, da ist noch ein Cherki auf der Bank gewesen, da rennt ein Tchouaméni rum. Also das ist schon Wahnsinn. Die Aufstellung von Frankreich, die liest sich wie eine Weltauswahl. Ja, und bei Brasilien hat tatsächlich von Real Madrid nur wenig gespielt. Carlo Ancelotti hat jeden eingewechselt. Außer Endrick, ich weiß nicht, ob der ein persönliches Problem mit dem hat. Obwohl Brasilien ein Tor machen musste, saß Endrick 90 Minuten, nach 96 Minuten auf der Bank. Ja, tut mir leid für den Brasilianer. Mal schauen, ob er an Carlo Ancelotti irgendwann überzeugen kann, dass er ihn einsetzt. Ja, aber fangen wir erstmal mit dem Spiel an. Kylian Mbappé macht das 1:0, nachdem Tchouaméni einen Ball eroberte. Dembélé schickt den Ball in die Tiefe und ein Kylian Mbappé rennt der Abwehr von Brasilien mal eben 4-5 Meter weg.
ist dann vor dem Tor eiskalt und lupft den Ball über den Torwart. Ein schönes Tor von Kylian Mbappé. Mir persönlich macht das Hoffnung, mir persönlich macht das Freude, denn es sieht wirklich so aus, als wenn ein Kylian Mbappé wieder bei 100% ist. Ja, und wie gesagt, ich habe auch einige Kommentare von euch bekommen bei Twitter, bei Instagram etc., dass ich falsch gelegen habe mit meiner Info. Kylian Mbappé hätte ja gesagt, Madrid hat ihn nicht am falschen Knie behandelt oder diagnostiziert, besser gesagt. Ja Leute, ich habe gestern in meinem Video schon was dazu gesagt. Ich bin nicht in der Kabine von Real Madrid. Ich kann euch nur die Informationen weitergeben. Ich wünschte, ich hätte direkte Quellen, bin ich ganz ehrlich. Aber wenn L'Equipe, RMC, El Mundo, Marca, Ramón Álvarez de Mon und alle das Gleiche berichten, glaube ich, dann ist es meine Aufgabe, euch diese Information zu geben. Ich weiß nicht, ob ein Kylian Mbappé im Nachhinein gelogen hat. Ich weiß nicht, ob die gesamte Presse gelogen hat. Das Einzige, was ich sehr, sehr auffällig finde, ist, dass ein Nico Mihic nach diesen Problemen sofort wieder das Ärzteteam von Real Madrid übernommen hat. Naja, irgendwas muss ja da gewesen sein. Naja, wie dem auch sei, das wollte ich noch zu dem Fall sagen. Kommen wir jetzt zu dem anderen Spiel. Türkei gegen Rumänien. Und dieses Spiel, das war das ekelhafte, harte, schwere Spiel, was du erwartet hast. Hier geht es schließlich um die WM. Die Rumänen haben alles gegeben, was sie hatten. Die waren ekelig, die waren hart, überhart. Der Schiedsrichter hat die machen lassen. Die haben sich in jeden Zweikampf geschmissen. Und die Türkei ist gegen diesen rumänischen Block angelaufen. Aber da war keine Lücke. Ja, da war keine Lücke, bis Arda Güler eine Lücke erfunden hat. Also, ich muss mir das so vorstellen. Du bist 21 Jahre. Dein ganzes Land schaut zu dir. Das ganze Land weiß, das ist das wichtigste Spiel für uns in den letzten 20 Jahren. Der Junge ist gerade 21 und hat trotzdem die Last der ganzen Nation auf seinen Schultern, weil er nun mal für Real Madrid spielt. Und dann haut der diesen Pass raus. Also dieser Pass hat mich original an Toni Kroos erinnert. Nur mit links. Und auch danach die Bilder, wie er sich gefreut hat. Sein Vater und seine Mutter auf der Tribüne, wie stolz die waren. Wie er danach mit Ferdi Kadioglu da die Fans da animiert hat. Ja, überhaupt die Stimmung gestern. Ja, wunderschöne Szenen für Arda Güler. Hat mich das enorm gefreut. Man sieht richtig, wie Ballast von ihm abgefallen ist. Ich glaube, das wird auch Real Madrid im Rest der Saison helfen. Was der Junge für eine Formkurve in den letzten Wochen hat, das ist erschreckend für die Gegner. Der schafft es noch, dass ich mir Hoffnung gegen Bayern machen will. Ich möchte es nicht so laut sagen. Naja, das waren die Ergebnisse von unseren Nationalspielern gestern. Aber heute geht es sofort weiter. Und den Startschuss macht mit der U21 von Spanien Gonzalo Garcia. Der Stürmer, der bei Madrid nicht viele Minuten sammelt, da müssen wir ehrlich sein, kann heute seine Chance in der spanischen U21-Nationalmannschaft zeigen. Gegen Zypern. Naja, vielleicht fällt ja das eine oder andere Tor ab. Dann spielt um 18 Uhr David Alaba mit Österreich gegen Ghana. Auch David Alaba hat in den letzten Spielen nicht viele Minuten gespielt. Naja, heute in Österreich sollte er seine Chance kriegen. Dann das Spiel, was uns alle am meisten interessiert. Um 20:45 Uhr England gegen Uruguay. Bellingham gegen Fede Valverde. Ich bin gespannt. Mal schauen, ob Jude wieder spielen kann, ob er Spielminuten sammeln kann. Und Fede Valverde, naja, aber das sage ich bitte zu allen Spielern von Real Madrid. Hauptsache bitte, ihr verletzt euch nicht. Dann spielt auch noch ein Antonio Rüdiger mit Deutschland in der Schweiz. Ein Dienhausen spielt mit Spanien gegen Serbien. Und etwas später spielt Brahim mit Marokko gegen Ecuador. Also das sind die Jungs, die von uns heute aktiv sind. Ich drücke denen natürlich die Daumen. Die sollen gute Ergebnisse abliefern, sollen sich gute Form holen für Real Madrid. Aber ich sage es immer wieder, Hauptsache nicht verletzen. Ja, und während unsere Jungs in der Länderspielpause sind, sind die Jungs von Real Madrid, die in Madrid geblieben sind, auf dem Trainingsplatz. Und das jeden Morgen. Wir kennen das noch zu Zeiten von dem Xabi Alonso. Der hat in der Länderspielpause Montag, Dienstag, manchmal mittwochs noch ein Training gemacht. Danach hatten die Leute, die in Madrid geblieben sind, eine Woche frei. Ja, unter Álvaro Arbeloa hat sich das geändert. Was ihr da seht, ist das Training von gestern.
Und heute für Freitag ist das nächste Training um 11 Uhr angesetzt. Also, in Valdebebas gibt es keine Pausen mehr. In Valdebebas wird jeden Tag trainiert. Das ist eine Änderung unter Álvaro Arbeloa. Vielleicht ist das ein bisschen das Geheimnis seines Erfolges. Aber wir hatten in dieser Saison keine Vorbereitung. Die meisten Leute vergessen das. Wir hatten eine Club-WM. Die Spieler konnten nie sich richtig vorbereiten auf eine lange Saison. Deshalb ist es wichtig, dass auch solche Pausen ausgenutzt werden, um die Physis auf Vordermann zu bekommen. Und wenn man sieht, wer da so beim Training noch rumrennt, ist da mehr als genügend Qualität. Also wollte ich euch die Information auch geben. Álvaro Arbeloa trainiert weiter mit den Jungs von Real Madrid. Mal gespannt, ob die noch 1-2 Tage freikriegen. Ja. Und ein Spieler, der anscheinend gerne bei Real Madrid trainieren würde und spielen würde, ist Rodri. Der Mittelfeldspieler von Manchester City. Ich hatte euch vor circa 2 Wochen die Information weitergeleitet, die ein Ramón Álvarez Demón gesagt hatte, nämlich das Transferziel von Real Madrid soll angeblich Rodri sein. Wir alle wissen, Real Madrid sucht noch diesen einen Dirigenten, diesen einen spielstarken Sechser, der hilft Real Madrid spielerisch aus Pressing-Situationen zu lösen. Das Problem hatte Real Madrid in den letzten 1,5 Jahren. In den letzten 2 Wochen, muss ich sagen, hat Álvaro Arbeloa das Problem sehr gut gelöst. Insbesondere hat er einen Arda Güler nach links geholt, wo er beim Spielaufbau hilft. Ein Fede Valverde nach rechts mit einem Trent Alexander-Arnold, der ihn immer wieder schicken kann. Ein Tchouaméni ist in einer guten Verfassung. Ein Thiago Pitarch hilft unglaublich aus. Also das ist die Lösung von einem Álvaro Arbeloa. Aber da darf dir auch quasi kein Baustein rausfallen, krank werden etc. Dann war es das schon wieder in diesem Konstrukt. Und Real Madrid sucht da einen spielstarken Mittelfeldspieler. Ein Vitinha hat sich vor circa 2 Wochen selber aus dem Rennen verabschiedet. Der hat gesagt, nein, ich wechsle nirgendwo hin, ich bleibe bei Paris Saint-Germain. Ein Enzo Fernandes arbeitet selber daran, auch vielleicht nach Madrid zu kommen, aber ist unglaublich teuer. Ja, und ein Rodri scheint die finanziell attraktivste Lösung zu sein. Naja, das war zumindest die Information, die kam. Ja, und Rodri hat sich gestern selber mal geäußert, besser gesagt vorgestern, in einem Interview in der spanischen Nationalmannschaft. Er wurde dazu gefragt, wie sieht's überhaupt aus? Möchtest du zurück nach Spanien und würdest du überhaupt nach Madrid gehen? Weil du hast ja eine Vergangenheit bei Atletico Madrid. Hören wir uns mal die Antworten von Rodri an. Würdest du gerne wieder in Spanien spielen, in Madrid, in der Liga? Ja, ich würde gern zurückkehren, ja, offensichtlich. Hat man dir je gesagt, dass der Präsident und der Generaldirektor von Madrid Rodrigo Hernández lieben? Hast du das schon mal gehört? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Außerdem sprechen sie nicht mit mir, sondern mit meinem Berater, oder? Ist das eine geschlossene Tür für dich, dass du bei Atletico warst? Nein, nein, nein. Hält dich nicht ab, für Madrid zu spielen? Nein, aber es gab viele Spieler, die diesen Weg gegangen sind, oder? Und vor allem nicht direkt, sondern mit der Zeit. Ich meine, für mich kann man die besten Vereine der Welt nicht ablehnen. Hohoho. Kann man noch klarer sein? Also ganz ehrlich, wenn ich Fan von Manchester City wäre, wäre ich pisst. Wenn ein Spieler von Real Madrid so etwas sagen würde über die Premier League oder was auch immer, ich wäre wirklich sauer und enttäuscht. Der macht es ganz klar. Der sagt, ja, ich möchte zurück in die Liga. Und ja, ich würde nach Madrid wechseln. Meine Vergangenheit bei Atletico Madrid würde mich nicht hindern. Einem der besten Fußballvereine der Welt kannst du nicht Nein sagen. Also das war schon sehr, sehr offensiv. Aber viele von uns sagen ja, stopp. Da ist ja das große Problem mit Vini. Ja, wie sieht Rodri sein Streit mit Vini? Hören wir mal rein, was der Spanier gesagt hat. Hast du jemals mit Vinicius darüber gesprochen? Nein, ich habe nicht persönlich mit ihm gesprochen. Niemals. Nein, ich habe nicht mit ihm gesprochen, aber ich erinnere mich an den Tag im Bernabeu, als sie uns, glaube ich, gegeneinander ausspielen wollten. Und ich habe großen Respekt vor Vinicius als Spieler, was er in diesem Jahr geleistet hat. Ich denke, es war auch für ihn ein großartiges Jahr. Und am Ende waren es andere Leute, die entschieden haben, dass ich es sein sollte. Das liegt an der Stimmenzahl. Absolut, Meiste Stimmen siegen. absolut. Aber ja, ich glaube, sie wollten uns ein bisschen gegeneinander ausspielen, als ob es irgendein Problem gäbe. Aber nein, ich hatte überhaupt kein Problem mit ihm.
Ja, ihr habt es selber gehört. Laut eigener Aussage war das die Presse, die anderen waren das. Er hat größten Respekt vor Vini etc. Also, eins ist klar. Rodri, der versucht hier alle Türen vom Santiago Bernabéu aufzureißen. Sein großer Traum ist es anscheinend, für Real Madrid zu spielen. Ich glaube, seine Aussage, das Einzige, was gefehlt hat, ist, dass er ein Real Madrid-Trikot anhätte. Ja, und da hört die Information nicht auf. Bisher haben wir einen Spieler, der gerne nach Madrid möchte, offenkundig, aber da gibt es viele von. Allerdings hat gestern der italienische Transferguru Matteo Moretto gesagt: Eilmeldung, Real Madrid arbeitet an Rodri. Sie wollen einen Mittelfeldspieler mit seinen Eigenschaften. Führungsqualitäten, Erfahrung, Siegermentalität und einen Spieler, der das Mittelfeld anführt. Es ist noch nicht wirklich konkret, aber City weiß Bescheid und wird den Wechsel nicht verhindern, falls er gehen will. Also, das ist die Information von Matteo Moretto. Ja. Und nachdem wir jetzt alle Informationen haben, ein Spieler, der nach Madrid möchte das anscheinend auch, kommen wir jetzt zu meiner Meinung. Fangen wir erstmal an mit dem Sportlichen. Viele von euch haben mir in den Kommentaren geschrieben: Mario, man muss alles ausblenden. Der Junge ist sportlich ein absoluter Weltklasse-Fußballer und hebt Real Madrid sofort auf ein anderes Niveau. Ich gebe euch fußballerisch recht. Man hat bei Manchester City gesehen, als er weggefallen ist, war Manchester City auf einmal nicht mehr ein Champions-League-Kandidat, sondern auf einmal eine Europa-League-Mannschaft, so nach dem Motto. Also, was der für Qualität in eine Mannschaft bringen kann, ist unglaublich. Aber zunächst einmal hatte er gerade einen Kreuzbandriss. Er wird jetzt 30. Ob er jemals wieder diesen Fußball spielt, wie zu seiner Prime, ist fraglich, das weiß keiner. Zudem läuft sein Vertrag noch bis 2027. Das heißt, er könnte jetzt im Sommer nicht einmal ablösefrei kommen. Madrid müsste für ihn noch eine Ablöse zahlen, für einen Spieler, wo wir nicht wissen, wie gut er noch ist. Und drittens, und das größte drittens ist, ein Spieler von seinem Charakter möchte ich nicht bei Real Madrid. Ich gehe jetzt, wie eben gesagt, spezifisch auf diese Aussage ein. Ich respektiere Vini etc. Wir haben kein Problem. Die anderen wollten da einen Stress zwischen uns machen. Nein, nein. Die anderen waren nicht mit dir im Restaurant, nachdem du den Ballon d'Or gewonnen hast, und haben Vini ciao, Vini ciao, Vini ciao gesungen. Nee, nee, nee. Und die anderen, die waren nicht auf der Tribüne vom Etihad, als Manchester City dieses unverschämte Plakat hingehangen mit Stop Crying und du bist auf dem da und lachst dich kaputt und machst Fotos. Nee, nee, das waren nicht die anderen. Das warst du. Und was du jetzt machst, ist mir viel zu billig und viel zu spät. Wenn du Scheiße gebaut hast und wenn du sofort zu Vini gegangen wärst, öffentlich gesagt hättest, ey, das war ein Fehler meinerseits, ich hatte gerade den Ballon d'Or gewonnen, ich war euphorisch, meine Freunde haben das Lied eingestimmt und ich habe mitgesungen, es tut mir leid, dann hätte man dir vielleicht verzeihen können. Aber nicht, wenn heute nach 2 Jahren so eine popelige Aussage im Radiosender, und wie gesagt, es gibt nie eine Erklärung, wie du da dieses Foto gemacht hast im Etihad. Ganz ehrlich, wir haben gerade bei Real Madrid so eine homogene Truppe. Wir haben gerade Family FC ist zurück. Wir haben erfahrene Spieler und junge Spieler aus Castilla, die in diese Mannschaft nachrücken wollen. Das Klima ist super. Ich möchte mir dieses Klima nicht kaputt machen. Und da ist es mir egal, wie gut fußballerisch Rodri ist. Dann entwickle ich lieber einen Thiago Pitach weiter. Oder von mir aus investiere ich Zeit in Arda Güler, dass er die Rolle übernimmt. Oder wer auch immer, Bellingham. Ich sage jetzt nur Namen, um was gesagt zu haben. Aber ich möchte einen Spieler mit diesem Charakter nicht bei Real Madrid. Das ist allerdings meine persönliche Meinung. Ich weiß, viele von euch haben eine andere. Ich respektiere eure Meinung. Respektiert also bitte meine. Ja, und ich respektiere eure Meinung so sehr, dass ich sie gerne in den Kommentaren lesen möchte. Also, schreibt mir bitte eure Meinung zu diesem Transfer, möglichen Transfer, aber auch zum Rest des Videos in die Kommentare. Was sagt ihr zu Mbappé? Was sagt ihr zu Arda Güler? Lasst das bitte in den Kommentaren. Wenn ihr schon mal da seid, liked dieses Video bitte, teilt dieses Video, hypen, hypen, hypen. Wer noch kein Follow da gelassen hat, klickt drauf. Das unterstützt diesen Kanal ungemein und ich bin dir sehr dankbar. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. A la Madrid!